Sie haben ein neues Smartphone und wissen nicht, wie Sie es Ihren Bedürfnissen anpassen sollen? So ging es auch Frau Hummel bei einer unserer Veranstaltungen. Die kleine Schrift auf dem Display konnte sie nicht so gut lesen und wenn ihr Sohn anrief, hat sie oft den Klingelton nicht gehört. Heute zeigen wir Ihnen die wichtigsten Einstellungen einmal im Überblick. Viel Spaß! In die Einstellung gelangen Sie, indem Sie auf das Symbol mit dem Zahnrad tippen. Dort befinden sich alle wichtigen Einstellungen Ihres Smartphones. Ein anderer Weg ist das sogenannte Schnellwahlmenü. Bei Ihrem Android-Smartphone streichen Sie sanft mit dem Finger von oben zur Mitte des Displays. Bei einem iPhone streichen Sie von der unteren Ende des Displays nach oben. In den Display-Einstellungen können Sie die Helligkeit Ihres Smartphone-Bildschirms automatisch oder manuell einstellen. Bei der automatischen Einstellung passt sich das Smartphone den Lichtverhältnissen an. Ist es in der Umgebung heller, so wird auch das Display heller. Ist es in Ihrer Umgebung dunkler und weniger Licht, so wird auch das Display dunkler. Dies geschieht durch einen eingebauten Sensor im Smartphone vollkommen automatisch. Möchten Sie einen Klingelton einstellen oder die Lautstärke Ihres Smartphones anpassen, dann können Sie dies in den Klingeltoneinstellungen tun. Auf Ihrem Smartphone sind bereits verschiedene Klingeltöne vorinstalliert. Dabei können Sie verschiedene Töne für E-Mail, Anrufe und Nachrichten festlegen. Tippen Sie einfach auf einen Ton, der Ihnen gefällt, und hören Sie diesen an. Anschließend können Sie diesen festlegen oder einen anderen auswählen. Wenn Sie sich mit dem Internet verbinden möchten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Entweder über WLAN oder über mobile Daten. Wenn Sie zu Hause sind, empfiehlt sich die Nutzung des WLANs, um mobile Daten zu sparen. Denn vor allen Dingen, wenn Sie viel Musik hören oder viele Videos anschauen, sind Ihre mobilen Daten schnell aufgebraucht. Wie viele mobile Daten Sie zur Verfügung haben, richtet sich nach Ihrem Mobilfunkvertrag. Wenn Sie das Haus verlassen, empfiehlt sich wiederum die Deaktivierung des WLANs, um die Laufzeit Ihres Akkus zu schonen. Wie ist es mit den mobilen Daten, wenn ich einmal im Urlaub bin? Muss ich da noch etwas achten? Das fragte uns Frau Lange in einer unserer Sprechstunden. Als Roaming wird die Nutzung Ihrer mobilen Daten im Ausland bezeichnet. Sollten Sie sich innerhalb der EU aufhalten, brauchen Sie dafür jedoch keine erhöhten Kosten befürchten. Ihr Mobilfunkanbieter behandelt Sie dann genauso, als ob Sie sich in Deutschland aufhalten würden. Sie sollten Roaming jedoch deaktivieren, wenn Sie sich einmal außerhalb der EU oder zum Beispiel in der Schweiz aufhalten. Die dadurch entstehenden Kosten für den Datenverbrauch beim Roaming werden von Ihrem Mobilfunkanbieter gesondert abgerechnet. Um die Standortinformationen Ihres Smartphones zum Beispiel für eine Navigations-App zu nutzen, müssen Sie Ihren Standort freigeben. Diese Einstellungen finden Sie unter dem Punkt Privatsphäre, Ortungsdienste oder Standort. Manche Apps, die Sie sich auf Ihr Smartphone laden, wollen ebenfalls Zugriff auf diese Information haben, ohne diesen wirklich zu benötigen, zum Beispiel Spiele-Apps. Aus Gründen der Privatsphäre sollten Sie nur den Apps Zugriff auf Ihre Standortinformationen geben, für deren Benutzung diese Information unabdingbar ist. Stellen Sie sich also immer die Frage, kann ich diesen Dienst auch ohne Zugriff auf meinen Standort sinnvoll nutzen? Und entscheiden Sie dann. Bluetooth ist eine Datenverbindung, die auf kurze Entfernung funktioniert, zum Beispiel innerhalb Ihrer Wohnung. Über sie können Sie zahlreiche Zusatzgeräte mit Ihrem Smartphone verbinden. Das können zum Beispiel Fitness-Tracker, drahtlose Kopfhörer oder auch Ihr Laptop sein. Wenn Sie Bluetooth einmal nicht benötigen und aktiv nutzen, sollten Sie die Verbindung deaktivieren. Da Bluetooth automatisch ständig nach neuen Geräten in der Umgebung sucht, wird die Smartphone-Batterie sehr schnell aufgebraucht. Den sogenannten Flugmodus können Sie aktivieren, wenn Sie durch eingehende Nachrichten oder Anrufe nicht gestört werden möchten. Dabei werden alle Funkverbindungen Ihres Smartphones deaktiviert, ohne dass Sie das Gerät komplett ausschalten müssen. Sie haben weiteren Zugriff auf Ihre Fotogalerie und Ihre Applikation. Sowohl das Betriebssystem als auch jede installierte App benötigen ab und zu sogenannte Updates. Updates sind Erneuerungen oder Erweiterungen eines Programms.
Häufig beinhalten sie neue Funktionen oder schließen neu entdeckte Sicherheitslücken. Sie sollten aus diesem Grund Updates immer zeitnah ausführen. Unser Tipp: Wir empfehlen Ihnen, Systemupdates immer automatisch über WLAN durchführen zu lassen. So verpassen Sie keine wichtigen Neuerungen. Ein sicheres Passwort ist neben aktueller Software die wohl wichtigste Funktion, um Ihr Smartphone zu schützen. Das Passwort sollten dabei nur Sie kennen und benutzen. Denn schließlich sind auf Ihrem Smartphone viele persönliche Informationen, auf die Unbefugte keinen Zugriff haben sollen. Ein sicheres Passwort sollte deshalb aus mehreren verschiedenen Zeichen oder mehreren Wörtern bestehen und mindestens 8 bis 12 Zeichen Länge haben. Moderne Smartphones bieten auch die Möglichkeit, ein biometrisches Passwort zu verwenden, wie zum Beispiel einen Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung. Auch diese Optionen bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Sie sind einer einfachen Entsperrung durch eine einfache Zeichen- oder Wischgeste in jedem Fall vorzuziehen. In den Einstellungen Ihres Smartphones können Sie ebenfalls verschiedene Bedienungshilfen aktivieren. Diese sind zum Beispiel die Textgröße, der Kontrast oder die Vorlesefunktion. Auf diese Weise können Sie Ihr Smartphone ganz individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige wichtige Einstellungen näher bringen und wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß mit Ihrem Smartphone.